Hallo liebe Freunde, ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen, auch wenn es verdammt kalt ist und vor allen Dingen der Wind sehr weht. Trotzdem gibt es hier eine tolle Wanderung heute, nämlich auf den Hörselbergen und, ihr hört richtig, sogar auf der Autobahn A4 kann man wandern. Und was es damit auf sich hat, na dann, lasst euch in den nächsten Minuten überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Als Startpunkt würde ich euch den Parkplatz am ehemaligen Berggasthaus Kleiner Hörselberg empfehlen. Bereits von hier hat man, zumindest theoretisch, einen sehr schönen Ausblick hoch in den Thüringer Wald. Geht man nur wenige Schritte, erkennt man bereits die ehemalige Trasse der alten Autobahn A4, welche sich, wie gut zu sehen ist, die Natur langsam aber sicher zurückholt. Auf der nahegelegenen Orientierungstafel könnt ihr euch dann einen ersten kleinen Überblick holen, bevor wir starten. Ein kleines Stück laufen wir zunächst die Autobahn, ehe wir links abbiegen und der Ausschilderung Gipfel Kleiner Hörselberg folgen. Spätestens hier haben wir die Kälte vergessen, denn es geht nicht sehr weit, aber wie ihr sehen könnt, stramm nach oben. Als ersten Aussichtspunkt erreichen wir den Erbstromtalblick. Auch wenn es so ähnlich wie der bekannte Elbstrom klingen mag, der Fluss heißt tatsächlich Erbstrom, entspringt im Thüringer Wald bei Ruhla und fließt hier unterhalb der Berge in die Hörsel und hat das uns gegenüberliegende Tal geschaffen, in denen Wuta und Farnrode liegen. Gleichzeitig war es lange Zeit ein Grenzfluss. Allerdings muss ich sagen, sucht euch für eure Wanderung besseres Wetter aus. Denn grundsätzlich kann man von hier oben eine wunderbare Aussicht genießen. Nur leider heute nicht. Denn statt besser wird es immer schlechter und der Wind immer kälter. Verlaufen hier oben geht übrigens überhaupt nicht. Wir folgen der Ausschilderung Kammweg Hörselberghaus. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will, kein Problem, wie immer stelle ich euch die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Von hier oben, vom Kleinen Hörselberg, könnt ihr, bessere Sicht vorausgesetzt, immer wieder schöne Ausblicke genießen. Auf Wuta Farnrode, welches uns ja zu Füßen liegt, auf den Thüringer Wald und die wunderbaren Muschelkalk- und Buntsandsteinfelsen, welche wir so ähnlich bereits von der Saale Horizontale kennen. Ich sprach davon, dass der Erbstrom lange Zeit Grenzfluss war, nämlich zwischen verschiedenen diversen sächsischen Herzogtümern, und deshalb könnt ihr hier oben, wie übrigens auch auf dem nahen Rennsteig, verschiedene Grenzsteine entdecken und bewundern. Schließlich stoßen wir auf einen breiteren Fahrweg. Da der Sturm immer stärker und vor allem kälter wird, beschließen wir, diese Tour zu verkürzen. Dazu steigen wir dem gelben Dreieck folgend abwärts in Richtung Burbach-Kahlenberg. Weit müssen wir nicht gehen, ehe wir erneut auf die Trasse der Autobahn stoßen. Irgendwie habe ich das hier als unwirklich empfunden. Schließlich ist es erst reichlich 10 Jahre her, als hier der dichte Verkehr floss und jetzt nichts als himmlische Ruhe. Neben der alten Autobahntrasse gibt es jedoch noch einen kleinen, schmalen Pfad zwischen diesen wunderschönen Buchen. Benutzen wir diesen zunächst, bis wir auf diese Wiese gelangen, und bedauernd stellen wir fest, mit Sonnenschein wäre es hier sicher traumhaft schön. Allerdings ist auf dieser Wiese der Weg zu Ende und wir müssen links runter auf die Autobahn und dürfen dort weiter wandern. Stellenweise ist es noch gut zu erkennen. Die Fahrspuren waren abschnittsweise hier räumlich versetzt, weil das Tal so schmal und eng war. Schließlich kommen wir wieder am Ausgangspunkt an und haben noch einen ganz vagen Blick durch Nebel und Dunst auf die Wartburg. Das Fazit der Tour: Hier sollte man unbedingt zum Wandern herfahren. Lediglich bei besserem Wetter, als wir es heute hatten. Ich hoffe, ihr hattet trotz des miserablen Wetters Spaß an dieser Wanderung. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht es hier weiter mit neuen Wanderungen in unserer schönen Heimat, mit unserer Pilgerreise nach Rom, Eisenbahn und vielem anderen.
Bis bald. Ciao.